unserer Kundgebung mit Corso. Prima Klima. Verkehrswende jetzt. Herzlich begrüßen. Gut, prima Klima. Die Stadt wird jetzt untersuchen, wie klimaneutral Landshut werden kann. Wir möchten heute ein Zeichen setzen. Wir möchten sagen, es gibt in Landshut Menschen, die später noch eine Lebensgrundlage haben wollen, wie die Fridays for Future, die eine sichere Radinfrastruktur wollen, wie ADFC oder Landshut natürlich mobil, die die Schöpfung bewahren wollen, wie der Umweltausschuss der Stadtkirche, die sich für einen benutzerfreundlichen ÖPNV einsetzen, wie der VCD, oder die Anzahl der Autos und den reduzieren wollen und den Schadstoffausstoß und genauso aber auch Platz sparen wollen. Die Lobby für den Radverkehr möchte die Gestaltung des urbanen Lebensraums und der Mobilität sich anders vorstellen und wir haben keine Zeit mehr, sagen die Leute von Extinction Rebellion und Landshut muss handeln, Klimaplan. Und wir sind heute hier, um eine echte Mobilitätswende einzufordern. Denn der Verkehrssektor macht in Deutschland 20% der CO2-Emissionen aus. Und eine Klimaneutralität ist nicht erreichbar, wenn wir nicht diesen Sektor auch vollkommen umbauen. Eine drohende globale Katastrophe, das sollte eigentlich schon Grund genug für so einen Umbau sein. Aber nein, es gibt viel mehr Gründe. Schadstoffe vernichten die Luftqualität. Lärm dieser vielen Ein-Personen-Panzer, die wir Auto nennen, schallt übers ganze Land. Wälder werden gerodet und Flächen von unnötigen 3-Spuren-Megaautobahnen versiegelt. Reifenabrieb ist die größte Quelle von Mikroplastik. Das Auto ist der größte Umweltzerstörer und Klimazerstörer, oder einer der größten Umwelt- und Klimazerstörer unserer Zeit. Die Zerstörung der Natur und die gesundheitlichen Folgen für Menschen und die direkte Bedrohung von Menschenleben durch Autounfälle. All das nehmen wir weiterhin hin, nur für das Dogma des Autoland Deutschlands. Oder besser, wir nahmen es viel zu lange hin. Denn genau um das endlich zu hinterfragen und zu ändern, dafür sind wir hier. Weil wir nicht mehr wollen, dass Verkehr gleich Auto heißt. Weil politisch lange genug an überholten Konzepten festgehalten worden ist. Weil wir eine neue Verkehrspolitik fordern, von Stadt, Land und Bund gleichermaßen. Mobilität heute ist vielfach auch ungerecht. Das Auto zum Beispiel ermöglicht immer noch vieles, was sonst nicht so einfach geht. Seien es die Kinder, die zum Fußballspielen gefahren werden wollen oder der gemeinsame Wanderausflug am Wochenende. Die Abhängigkeit vom Auto im Alltag ist besonders für Menschen auf dem Land immer noch sehr groß, denn Mobilität ist nun mal elementar, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und dabei sind gut ausgebaute ÖPNV, genauso wie Fuß- und Radinfrastruktur, ja eigentlich auch ein Stück Lebensqualität. Und viele würden sich gerne klimafreundlich fortbewegen, aber in vielen Lebenssituationen ist das gerade nicht ganz leicht. Denn nicht nur die Infrastruktur fehlt vielerorts, sondern auch der öffentliche Verkehr ist häufig echt teuer. Es muss sich also einiges ändern bei der Mobilität. Wir fordern einen ambitionierten Ausbau von Fuß- und Radinfrastruktur und die Belebung ländlicher Räume durch Nahversorgung, sodass die Wege wieder kürzer werden. Auch ein dicht getakteter, fahrscheinloser und barrierefreier ÖPNV wäre echt dringend nötig. Vor allem brauchen wir aber einen anderen Umgang mit dem öffentlichen Raum in der Stadt. Wenn in der Neustadt sogenannte Multifunktionsflächen, die eigentlich für alle da sein sollten, zu Parkplätzen werden. Wenn der Dreifaltigkeitsblatt mit Blechdosen auf Rädern zugestellt wird, anstatt dass wir diesen schönen Platz als Menschen beleben, wenn wir 15 Neu- und Westtangente die Aulandschaften an der Isar und das bayerische Hügelland zerschneiden, dann ist das kein gleichberechtigtes Miteinander im Verkehr, sondern dann ist das absolut ungerecht und ein stadtplanerischer Totalausfall. Lasst uns auf eine Stadt hinarbeiten, die für Menschen da ist, nicht nur für ihre Autos. Schaffen wir eine Mobilität, die jede und jeden mitnimmt. Wir fordern eine gerechte Verkehrswende in Landshut und überall. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Mitstreiter, ich spreche heute zu Ihnen als Vorsitzender vom Carsharing-Verein Autoteil Landshut. Wir sind über 200 Mitglieder und uns gibt es schon seit über 25 Jahren, was gar nicht alle wissen.
Und wir betreiben 13 Autos in der Stadt Landshut und in der Umgebung. Bei uns teilen sich also durchschnittlich 15 Erwachsene ein Auto. Zum Vergleich, im Bundesdurchschnitt kommt ein Auto auf 1,5 Erwachsene. Also wir haben schon eine 10-fach bessere Relation erreicht. Wir müssen einen Weg finden, um den irrsinnigen Rohstoffverbrauch einzudämmen, der für die Autos benötigt wird. Also es reicht nicht einfach zu sagen, jetzt steigen wir um aufs E-Auto, dann ist schon alles erledigt. Wir brauchen Strukturänderungen. Vom Klimaplan der Stadt Landshut, um auch jetzt gleich zum Schluss zu kommen, erwarten wir uns gezielte Fortschritte für das Carsharing im Landshut. Wir wünschen uns, dass die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Klimaplans eine echte Partnerschaft wird und auch echte Bürgerbeteiligung stattfindet. Also nicht, dass einfach ein Plan fabriziert wird, damit die Sache wieder ihre Ruhe hat, sondern wir wollen damit auch wirklich etwas erreichen. Und wir brauchen, was gerade auch schon gesagt wurde, in der Stadt- und Verkehrsplanung eine aktive Förderung des Carsharing. Zum Beispiel dadurch, dass der Stellplatzschlüssel abgesenkt wird, wenn Carsharing gemacht wird, oder durch die Ausweisung von Carsharing-Standorten. Weil natürlich die Mobilitätswende nur funktionieren kann mit sicherer Infrastruktur für Fußgänger und für Fahrräder. Und dafür setzen wir uns ein. Ich gebe mal ein paar Beispiele an der Stelle, was für uns wichtig ist. Das sind beispielsweise die Themen wie Ausweisung von Fahrradstraßen in Landshut. Der wunderschöne Platz am Bismarckplatz könnte noch so viel schöner sein, wenn wir hier nicht eigentlich einen riesigen Parkplatz hätten. Wir brauchen auch hier mehr Platz für Menschen anstatt für ihre Autos. Beispielsweise bieten sich ja noch einige Einfahrtsstraßen an, also Nebenstraßen, wie zum Beispiel Alter Rennweg von der Münchner Au und so weiter. Da kann man also noch einiges tun als Stadt, ohne groß Geld auszugeben. Das nächste Thema, was vielleicht auch jetzt nicht so großes ist, aber die Fahrradabstellanlagen, die sind in der Stadt natürlich schon zum Teil sehr gut ausgebaut, im Bereich Bahnhof und Altstadt. Aber da wäre es auch wichtig, dass sie regelmäßig von alten Schrotträdern befreit werden, dass das also wirklich regelmäßig läuft. Ja, und dann ist ja heute auch, genau, dann ist heute natürlich auch Thema Altstadt, verkehrsberuhigt bzw. autofrei. Da wird vielleicht der eine oder andere was noch zu sagen. Da gibt es ja eine Initiative, wollte ich auch noch mal daran erinnern, da gab es ja auch eine Unterschriftensammlung im Herbst für über 500 Unterschriften für die Zone 30, also alles auf Zone 30 in der Altstadt, auch die letzten Straßen wie Regierungsstraße, liegt momentan wohl bei der Regierung von Niederbayern. Also man sieht, da sind einige Themen, wo wir hier in Landshut relativ kostenneutral was tun können. Dankeschön. Der Klimaschutz braucht die Verkehrswende und die Verkehrswende braucht das Fahrrad. Für den ADFC ist das Fahrrad ein essentieller Teil der Lösung und eine Verkehrswende nur mit dem Fahrrad im Mittelpunkt als integraler Bestandteil der Verkehrsplanung sinnvoll und machbar. Politische Bekenntnisse zum Fahrrad gibt es momentan in Hülle und Fülle. Es hat ja auch 21% mehr Fahrradfahrten gegeben während der Pandemie, das Verkehrsmittel der Wahl. Ich habe Fitness, ich kann mich fortbewegen, ich entkomme dem Lagerkoller und ich kann das Klopapier transportieren. Leider wurden in Landshut ja keine Pop-up-Radwege geschaffen und trotzdem konnte man aber auf entlasteten Straßen, zumindest im Mischverkehr, dann gut fahren. Insgesamt kann man sagen, es fehlt einfach der Mut zum beherzten Handeln in vielen Rathäusern und Verwaltungen. Lob reicht nicht, wir brauchen Platz für den Radverkehr und für intermodale Mobilität. Der Fahrradklimatest hat für Landshut ganz deutlich gezeigt, wir wollen nicht länger in der Bulli-Rinni flussaufwärts schwimmen. Wir wollen Radfahren. Und wir wollen von
bekommen. Wir wollen nicht weiter von Falschparkern auf Radwegen behindert und durch komplett unterdimensionierte Fahrradinfrastruktur ausgebremst werden. Und jetzt das Thema mehr Platz fürs Rad muss mit Wumms auf die Straße. Die Radentscheide in vielen Städten haben es gezeigt. Jede Woche eine Aktion und es tut sich dann was. Die Debatte kommt auf die Straße. Das Klimapaket der Bundesregierung enthält wunderbare Maßnahmen. Moderne Fahrradparkhäuser, geschützte Radwege, sicher ausgebaute Kreuzungen, Knotenpunkte sicher umgestalten. Wenn man Plätze umgestaltet hat, dann gab es erst Bedenken, Zweifel, Aufstand. Wenn es dann gemacht war, haben die Geschäfte festgestellt, Autos kaufen da nicht ein, Menschen kaufen ein. Und die Menschen kommen vorbei und es ist erwiesen, dass radfahrende Kundschaft mehr kauft, weil sie öfter kommt und weil sie natürlich auch viel mehr verführt wird, weil beim langsam Vorbeifahren sieht man ja, was es gibt. Ne? Also im Grunde bräuchte die Geschäftswelt keine Angst vor keinem Parkplatz vor ihrer Haustür haben. Und deswegen sage ich, mehr Mut zur Verkehrswende. Die Zukunft beginnt jetzt. Verkehrswende. Jetzt. Aber ganz wichtig ist unsere Zukunft, das sind die Kinder. Es geht darum, nicht nur immer die Elterntaxis zu unterstützen und für die vielleicht noch eine Sicherheits-App zu geben, dass die den Stau dann nicht so schwer finden oder leichter verlassen, sondern dass mehr Sicherheit für Kinder ist, dass sie selber in die Schule gehen können, dass sie sichere Verkehrsteilnehmer werden und dann später eben auch mit Fahrrad in die Schule fahren können. Und das ist einfach, die Zukunft sind unsere Kinder und wenn wir die nur rumkutschieren, dann lernen sie es nicht und das ist ganz wichtig. Und mit dem Hauptpunkt vom VCD, zu Fuß zur Schule und den Kindergarten, und das ist unsere Zukunft. Genauso wie, dass wir das Klima schützen, ist auch unsere Zukunft. Tun wir was dafür. Und ja, Deutschland ist Fahrradland geworden. Ein Paradies für Radelnde, Radwege verbinden Städte und Dörfer, geschützte Radfahrstreifen trennen die noch wenigen verbliebenen Autos vom Radverkehr, die Altstadt autofrei, der Rest Tempo 30. Kinder radeln ohne Angst zur Schule, Eltern transportieren mit Lastenrädern den kleinen Nachwuchs und ihre Einkäufe. Ältere Menschen steigen wieder gerne aufs Rad. Und Berufstätige, ja, die nehmen ihr Dienstrad, um zur Arbeit zu kommen, auch wenn der Weg 20 Kilometer weit ist. Unternehmen stellen ihren Angestellten dafür Budgets zur Verfügung. Das Dienstrad, ob mit oder ohne elektrischen Antrieb, ist längst selbstverständlich geworden. Es herrscht ein tolles Lebensgefühl, eine gute Zeit für Klimaschutz und Solidarität. Utopie? Klingt zumindest so. Aber ein kleines bisschen sind wir dem näher gekommen. Denn im April hat die Bundesregierung einen sogenannten nationalen Radverkehrsplan 3.0 verabschiedet. Mit dem neuen nationalen Radverkehrsplan möchte das Verkehrsministerium Deutschland zum Fahrradland machen. Ein Paradigmenwechsel im Verkehrsministerium. Klingt zu schön, um wahr zu sein, denn es sind auch nur Leitlinien. Aber Leitlinien für Bund, Länder und die Kommunen, die das zu verabschieden haben. Aber solange es nur Leitlinien sind und nichts umgesetzt ist, müssen wir weiter protestieren und uns sichtbar machen. Wir können uns aber darauf berufen. Das ist das Gute an diesen Leitlinien. Und wir können die Änderungen einfordern.
Wir müssen weiterhin zeigen, wie wichtig es uns ist, dass endlich nicht mehr Autos das Bild von Stadt und Land prägen und auch nicht mehr unsere Umwelt und zerstört wird für Straßen, die wir nicht haben wollen. Und in diesem Sinne, reclaim the streets. Erobern wir uns die Straßen zurück. Als allererstes möchte ich jetzt der Polizei danken, dass sie uns so super begleitet hat, mit einem donnernden Applaus. Wo sind's? Nochmal. So, wir haben ein Zeichen gesetzt, hoffe ich, für mehr Platz fürs Rad, für eine fahrradorientierte Verkehrspolitik, für eine urbane Mobilität der Zukunft. Wir danken